Die Spannungen rund um den demokratisch regierten Inselstaat Taiwan nehmen erneut zu. Nach dem Besuch der taiwanesischen Präsidentin Tsai Ing-wen in den USA hat China mit einer dreitägigen Militärübung rund um Taiwan begonnen. Dazu hat Peking Raketenschnellboote und Bomberflugzeuge in die Region entsandt. Taiwan hat daraufhin seine Raketenabwehrsysteme aktiviert. China will mit dem Manöver eine so wörtlich ernste Warnung an separatistische Kräfte in Taiwan senden, heißt es von Seiten der chinesischen Armee. Taiwan will sich davon nicht einschüchtern lassen und unterstrich seine Beziehungen zu den USA. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat ein weiteres Mal bekräftigt, dass sein Land die von Russland annektierte Schwarzmeerhalbinsel Krim zurückerobern will. Zelensky erklärte, dies sei nicht nur für die Ukraine alternativlos, sondern für die gesamte Welt. Er reagierte damit auf einen Vorschlag von Brasiliens Präsidenten Lula da Silva. Demnach solle Kiew für einen Frieden mit Moskau auf die Krim verzichten. Und dass die Motivation vieler russischer Soldaten im Angriffskrieg gegen die Ukraine nicht die allerbeste sein soll, das ist vielfach berichtet worden. Die Ukraine versucht nun, diesen vermeintlichen positiven psychologischen Vorteil zu nutzen und hat ein Aussteigerprogramm aufgelegt. Wie es funktioniert, das heißt, wie russische Soldaten dann auch tatsächlich desertieren. Tatjana Ohm, Dima Sarebelny und Misha Mekensin berichten darüber aus der Ukraine. Guten Tag, guten Tag. Ist dort die Ukraine? Ja, hier ist die Ukraine. Ich habe diese SMS bekommen, die sagt, wenn man sich ergeben will, soll man diese Nummer anrufen. Ja, Sie können das tun, wenn Sie das wollen. Okay, wo muss ich hin? Wie funktioniert das? Einer von mehr als knapp 13.000 russischen Kontakten, der bei der Hotline der ukrainischen Organisation Ich will leben nachfragt, was er tun muss, wenn er desertieren will. Seine größte Sorge im Gespräch, dass ihm die Ukrainer die Geschlechtsteile abschneiden. Der Mann am anderen Ende des Telefons beruhigt ihn, dass das nicht passieren wird. Seit September vergangenen Jahres läuft das von verschiedenen ukrainischen Ministerien initiierte Projekt. Über soziale Medien wird russischen Soldaten das Angebot zum Aufgeben unterbreitet. Wie viele bislang tatsächlich durch dieses Programm desertiert sind, möchte der Sprecher uns aus Sicherheitsgründen nicht verraten. Warum kann ich Ihnen keine konkrete Zahl nennen? Nun, einfach weil das eine direkte Bedrohung für die Soldaten der Russischen Föderation wäre, die sich ergeben wollen. Weil die russischen Behörden dann das Level an Drohung noch einmal erhöhen würden für jene Soldaten, die im Moment vielleicht nur darüber nachdenken. Wie man sich richtig ergibt, zeigen ukrainische Soldaten in diesem Video. Entlang der Frontabschnitte werden Drohnen eingesetzt, denen die Deserteure folgen müssen, bis sie dann von Ukrainern auf sicherem Territorium in Empfang genommen werden. Doch bis es soweit ist, prüft die ukrainische Seite ganz genau, wer sich da ergeben will. Wir haben einen bestimmten Algorithmus installiert, mit dem wir die Personen identifizieren, die sich ergeben wollen. Wir müssen sicherstellen, dass es kein Fake oder gar der Geheimdienst FSB ist. Es ist deshalb obligatorisch, dass die Soldaten ihre persönlichen Daten auf unserer Telegram-Seite ausfüllen, die wir dann überprüfen. Der Übertritt erfolgt an den Frontlinien. Nichts ist dabei spontan. Wir fahren da nicht einfach los und sammeln sie ein. Wir versuchen, alle Details auszuarbeiten, um es für beide Seiten sicher zu machen. Und natürlich, sobald wir Zweifel haben oder glauben, es ist eine Falle, brechen wir ab. Wer sich so ergeben hat, wird dann in ein Lager gebracht, weit weg von der Frontlinie, so wie es die Genfer Konvention für die Behandlung von Kriegsgefangenen vorschreiben. Die Aufnahme aus dem Camp hat uns die Behörde zur Verfügung gestellt und so wie es die Genfer Konvention auch empfiehlt, haben wir die Gesichter unkenntlich gemacht. Die Deserteure bekommen 3 Mahlzeiten am Tag, können Pakete ihrer Familien empfangen und einer Arbeit nachgehen. Sie bekommen auch rechtliche Unterstützung durch internationale Organisationen. Sie werden auch überwacht durch das Internationale Rote Kreuz. Sie kontrollieren ihren Zustand. Wir gestatten dem Komitee ständigen Zugang zu den Kriegsgefangenen. Die Ukraine ist, was das angeht, so offen wie möglich. Ob das tatsächlich so ist und was die Vertreter des Internationalen Roten Kreuzes in den ukrainischen Lagern sehen, frage ich den Sprecher der Organisation in Kiew. Ich werde nicht öffentlich sagen, was wir in den Lagern sehen, aber was ich sagen kann, ist, dass wenn wir etwas sehen, das gegen internationale Menschenrechte verstößt, nehmen wir das sehr ernst und sprechen es gegenüber den verantwortlichen Behörden an. Kriegsgefangene sollten mit Würde behandelt werden. Sie haben Rechte. Sie waren vielleicht Feinde auf dem Schlachtfeld, aber sie sind Menschen und müssen auch so behandelt werden. Diese Form der Vertraulichkeit ist entscheidend, damit auch bei eventuellen Missständen der Zugang zu den Kriegsgefangenen weiter erhalten bleibt. Und auch für deren Familien ist das wichtig.
Da sind Frauen, da sind Töchter, wir haben Schwestern, die uns kontaktieren. In den vergangenen 12 Monaten haben wir über 50.000 Anfragen von Familienangehörigen bekommen, via Telefon, E-Mail und Briefen. Wo auch immer wir Informationen bekommen können über Vermisste, geben wir sie weiter. In mehr als 5.000 Fällen konnten wir das hier schon tun. Und auf das Internationale Rote Kreuz könnte noch mehr Arbeit zukommen. So wie auf diesen Aufnahmen, die zeigen, wie im Herbst in der Region Cherson eine ganze Panzerbesatzung mitsamt Panzer sich ergibt, legen neueste Zahlen nahe, dass im Angesicht der bevorstehenden Großoffensive der Ukraine das Interesse am Projekt Ich will leben auf russischer Seite steigt. Allein im März sollen mehr als 3.000 russische Soldaten sich erkundigt haben, wie sie desertieren können. Nordkorea hat nach eigenen Angaben eine atomwaffenfähige Unterwasserangriffsdrohne getestet. Damit könnten, wie es heißt, alle militärischen Aktionen der Feinde in Schach gehalten werden. Unter Feinden versteht das isolierte Land die USA und Südkorea. Der Test soll 4 Tage gedauert haben. Die Drohne habe dabei 1.000 Kilometer unter Wasser hinter sich gebracht, bevor der Testsprengkopf dann im Zielgebiet vor der Ostküste detoniert sei. Diese Angaben lassen sich jedoch nicht unabhängig überprüfen. Zu nicht weniger als 70 Ostermärschen wird heute von verschiedenen Initiativen bundesweit aufgerufen. Zigtausende Menschen werden also für Frieden und Abrüstung auf die Straße gehen. Der Kar-Samstag bildet damit den Schwerpunkt der diesjährigen Aktivitäten der Friedensbewegung zu Ostern. Bei vielen Aktionen geht es um die Forderung nach einem Waffenstillstand in der Ukraine und auch um die Aufnahme von Friedensverhandlungen. Kritisiert werden deutsche Waffenlieferungen an die Ukraine. Die Veranstalter rechnen bundesweit mit einer hohen Beteiligung. Damit schauen wir in den Vatikan. Papst Franziskus hat im Petersdom die traditionelle Karfreitagsliturgie zelebriert. Der spätabendliche Kreuzweg am Kolosseum in Rom fand dann aber kurzfristig ohne den Pontifex statt. Der Vatikan hat mitgeteilt, wegen der Kälte könne sich der Papst lediglich am Gebet beteiligen. Der 86-Jährige war erst in der vergangenen Woche nach einer Bronchitisbehandlung aus dem Krankenhaus entlassen worden. An der heutigen Osternacht und dem Gottesdienst am Ostersonntag soll Franziskus aber wieder planmäßig teilnehmen. Morgen erteilt der Papst dann auch den Segen Urbi et Orbi. Damit schauen wir zu meiner Kollegin Virginia Kirst nach Rom. Virginia, der Papst musste die Karfreitagsprozession ausfallen lassen. Nun stehen die Höhepunkte der Osterfeierlichkeiten an mit der Osternacht und natürlich dem Ostersonntag. Müssen die Katholiken womöglich auch auf ihr Kirchenoberhaupt verzichten bei diesen beiden wichtigen Terminen? Derzeit ist davon auszugehen, dass Papst Franziskus an den beiden wichtigsten Feierlichkeiten morgen und übermorgen, also heute Abend und morgen teilnehmen wird. Das Ganze hat ja auch viel mit dem Wetter in Rom zu tun. Wie man hinter mir sieht, regnet es in Rom. Es ist ungewöhnlich kalt. Gestern Nacht sind die Temperaturen bis auf 4 Grad runtergegangen. Deshalb ist es wirklich nicht verwunderlich, dass Papst Franziskus die Via Crucis lieber von seinem Zuhause aus verfolgt hat, als aus der kalten römischen Nacht. Die beiden Gottesdienste, also einmal der Gottesdienst der Osternacht und die Messe morgen, finden in etwas geschützteren Konditionen statt. Und wenn wir auf die Wettervorhersage schauen, dann ist davon auszugehen, dass die Temperaturen auf jeden Fall höher sein werden. Es ist dann auch nicht Nacht, sodass Franziskus daran wahrscheinlich teilnehmen können wird. Der Wettergott könnte also mitspielen. Vielen Dank, Virginia Kirst. An der Strandpromenade von Tel Aviv raste ein Attentäter am Abend in eine Menschengruppe. 7 Personen wurden verletzt, ein italienischer Tourist starb. Als ein Polizist bemerkte, dass der Fahrer plötzlich eine Waffe zog, erschoss er den Attentäter. Ein israelischer Polizeisprecher bezeichnete die Amokfahrt als Terroranschlag auf Zivilisten. Perdita Heise mit den Einzelheiten. Der Täter rast mit seinem Fahrzeug die Strandpromenade entlang. Sekunden später erfasst sein Auto eine Gruppe Touristen. Danach bricht sein Fahrzeug nach rechts aus, überschlägt sich. Der Augenblick des Attentats aufgezeichnet von einer Überwachungskamera. Der Mann kann sich offenbar selbst aus dem Wrack befreien. Polizisten, die ihn verfolgten, berichten, er habe eine Waffe gezogen. Daraufhin hätten sie das Feuer eröffnet und den Attentäter mit mehreren Schüssen ausgeschaltet. Er war offenbar absichtlich in eine Gruppe von Touristen gefahren, nutzte sein Fahrzeug als Rambock.
When we arrived on scene, we noticed 8 people laying on the floor. Als wir am Unglücksort eintrafen, lagen 8 Menschen am Boden mit verschiedenen Verletzungen. Ein Mann war in einem solch kritischen Zustand, dass er trotz unserer Behandlung nicht gerettet werden konnte. Er verstarb noch am Unfallort. Der Tote, Alessandro P., ein 35-jähriger Jurist aus Rom. Er war erst am Morgen zu einem Kurzurlaub in Tel Aviv angekommen und schlenderte gemeinsam mit weiteren Italienern und Briten über die Strandpromenade, als das Auto sie erfasste. Die Verletzten wurden in nahegelegene Krankenhäuser eingeliefert. Wir haben Schüsse gehört und wie Menschen über die Straße rannten. Dann heulten die Sirenen und wir haben uns selbst in Sicherheit gebracht. Die Behörden sprechen von einem Terrorakt. Ersten Erkenntnissen zufolge ist der Attentäter ein Araber mit israelischer Staatsbürgerschaft. Youssef A. soll in Tel Aviv gearbeitet haben. Erst wenige Stunden zuvor waren im von Israel besetzten Westjordanland 2 Schwestern im Alter von 16 und 20 Jahren in ihrem Auto erschossen worden. Ihre Mutter wurde lebensgefährlich verletzt. Der Schütze offenbar ein Palästinenser. Unsere Kräfte sind im Einsatz, um die Terroristen zu ermitteln. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir sie zur Verantwortung ziehen, so wie wir in den vergangenen Monaten jeden Mörder zur Verantwortung gezogen haben. Nach den beiden Attentaten hat die israelische Regierung Polizei und Militär angewiesen, zusätzliche Polizisten und Soldaten zu mobilisieren, um dem Terror zu begegnen. Die anhaltende Gender-Diskussion beschäftigt mittlerweile nicht mehr nur die Politik und Publizistik. Nein, auch Gerichte diskutieren und beurteilen die Frage, ob in bestimmten Bereichen gegendert werden darf oder eben nicht. Ein Vater hat dagegen geklagt, dass in der Schule seiner Tochter gegendert wird. Jetzt stellt sich auch der Lehrerverband hinter diesen Kläger und lehnt das Gendern an der Schule ab. Jonas Jansen. SchülerInnen und LehrerInnen. Das Gendern wird immer präsenter in deutschen Klassenzimmern. Bundeseinheitliche Vorgaben gibt es nicht, aber viele lehnen es ab. Also manche machen es ja, manche nicht, aber es ist jetzt nicht unbedingt nötig, finde ich. Also ich gender eigentlich auch nicht. Ich finde auch, dass die Pluralform total reicht. Man sollte den ganzen Gender-Mist sein lassen, ist meine Meinung. Ja. Diesen Mist sein lassen will auch ein Berliner Vater. Seine Tochter muss gegen seinen Willen das Gendern in der Schule ertragen. Dagegen klagt er und scheitert jetzt vor dem Verwaltungsgericht. Er bekommt Unterstützung vom Deutschen Lehrerverband, dessen Präsident Heinz-Peter Meidinger sagt, Lehrkräfte sollten sich im Unterricht an das amtliche Regelwerk halten und nicht vorgesehene Schreibungen unterlassen. Aber er besänftigt auch und fordert die Lehrer auf, zurückhaltend und tolerant zu sein, sollten Schüler gendern wollen. Laut aktueller Umfrage sind das in Deutschland aber nicht viele. Nur 13% der Deutschen unterstützen das Gendern. 74% der Deutschen ist Gendern entweder egal oder sie lehnen es ganz ab. Deshalb nimmt auch der klagende Vater das Urteil nicht an. Er zieht jetzt gemeinsam mit dem Verein Deutsche Sprache eine Instanz höher vor das Oberverwaltungsgericht. In den USA bahnt sich ein juristisches Gezerre rund um die Zulassung der Abtreibungspille Mifepriston an. Erst hat ein von Ex-Präsident Trump berufener Bundesrichter in Texas die Zulassung des Medikaments per einstweiliger Verfügung ausgesetzt. Kurz darauf ordnete ein von Ex-Präsident Obama ernannter Richter das Gegenteil dessen an. Der Streit um das Thema ist neu entbrannt, nachdem der oberste Gerichtshof im vergangenen Jahr das Verfassungsrecht auf Schwangerschaftsabbrüche gekippt hat und damit den Weg für Verschärfungen des Gesetzes ebnete. Aufgrund der unvereinbaren Positionen könnte der Fall Mifepriston bald den Supreme Court der USA beschäftigen. 4 Tage arbeiten, dann 3 Tage Wochenende und die Lohnzahlung bleibt natürlich die gleiche. Arbeitnehmern werden die Augen leuchten beim Gedanken an die 4-Tage-Woche. Andere Länder haben sie schon längst. Hier in Deutschland wird sie mehr und mehr diskutiert. Gewerkschaften fordern jetzt die flächendeckende Einführung dieses Arbeitszeitmodells, so zum Beispiel die IG Metall, die sich eine Verankerung im Tarifvertrag vorstellt. Dem allerdings könnte noch so einiges im Wege stehen, wie meine Kollegen Jonas Feld und Paul Klinzing berichten. Einen Tag weniger arbeiten bei gleichem Lohn. Was für viele Arbeitnehmer in Deutschland nach paradiesischen Zuständen klingt, wird in der Metallbranche gerade heiß diskutiert.
Erste Unternehmen wie die HB Fertigungs GmbH bei Bremen setzen die Idee bereits als 4-Tage-Woche Light um. Bedeutet für uns, dass wir die Arbeitszeit, die wir früher auf 5 Tage verteilt haben, jetzt auf 4 Tage verteilen und die Mitarbeiter sich so die Freiheit schaffen, 1 oder 2 Tage im Monat die gewonnene Zeit abzufeiern an den Freitagen. Das will die IG Metall nun auch tarifvertraglich flächendeckend festsetzen. Neben dem Vorschlag, die bisherige Arbeitszeit auf 4 Tage zu verteilen, gibt es auch die Idee, die Arbeitszeit von 35 auf 32 Stunden zu senken, bei gleichem Gehalt. Bei beiden Vorschlägen soll aber die Produktivität nicht leiden, eher im Gegenteil. Denn zahlreiche Studien belegen positive Effekte wie gesteigerte Produktivität und einen geringeren Krankenstand. So die Theorie, in Deutschland nur schwer umsetzbar, meint Gerhard Erdmann, Chef des Arbeitgeberverbands Stahl. Wir brauchen eher mehr als weniger Arbeitszeit. Eine 4-Tage-Woche mit vollem Lohnausgleich, wie von der IG Metall gefordert, führt zu einer exorbitanten Kostensteigerung und damit zu einer Verschlechterung der Wettbewerbsposition. Sie gefährdet damit Arbeitsplätze. Zwar würde die 4-Tage-Woche laut Experten viele Arbeitgeber attraktiver machen, den Fachkräftemangel in Deutschland könnte man damit jedoch nicht bekämpfen. Wir müssen auch stärker auf Zuwanderung setzen. Um unser Erwerbspersonenpotenzial zu halten, brauchen wir eine ganze Menge Zuwanderung. 400.000 Personen netto pro Jahr wären nötig, um unser Erwerbspersonenpotenzial zu halten. Das ist eine Zuwanderung von 1,5 Millionen Menschen pro Jahr. In einigen Ländern wie Belgien und Island gibt es bereits das Recht auf eine 4-Tage-Woche. Wegen der demografischen Entwicklung und des Fachkräftemangels in Deutschland ist die verkürzte Arbeitszeit für viele Unternehmen deshalb keine Option. Zumindest vorerst. Die Gruppe Letzte Generation plant in ganz Deutschland Schülerinnen und Schüler für Klimaprotestaktionen zu rekrutieren. Wie die Welt am Sonntag durch die Teilnahme an internen Informationsveranstaltungen der Gruppe erfuhr, wollen die Klimaaktivisten bei Vorträgen an Bildungseinrichtungen über zivilen Widerstand als politisches Druckmittel informieren. Zielgruppe seien demnach vor allem Oberstufenschüler, die sich mit den Aktivisten vernetzen können. Bundesjustizminister Buschmann warnt vor dem Einfluss der Aktivistengruppe und lehnt Auftritte in deutschen Klassenzimmern ab. Die FDP will die Tür zur Weiternutzung der verbliebenen Atomkraftwerke in Deutschland offen halten. Wie aus einem Grundsatzpapier der FDP-Fraktion im Bundestag hervorgeht, sollen die Meider noch mindestens 1 Jahr nach ihrer Abschaltung in einem betriebsbereiten Zustand bleiben, um sie im Falle von Energieknappheit wieder hochfahren zu können. Dies betrifft die Atomkraftwerke Isar 2, Neckar-Westheim 2 und Emsland. Alle 3 gehen am 15. April vom Netz. Unterstützt wird der Vorstoß von CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt. Er plädiert dafür, schon jetzt neue Brennstäbe zu bestellen. Beschäftigte und Patienten in medizinischen Einrichtungen können aufatmen und mehr durchatmen. Seit Mitternacht gilt nämlich in Kliniken, Praxen und Pflegeeinrichtungen keine Corona-Maskenpflicht mehr. Damit fallen etwa 3 Jahre nach Ausbruch der Pandemie alle Einschränkungen. Mehr und mehr wagt die Politik jetzt den kritischen Blick zurück. Parteiübergreifend wird eine intensive Aufarbeitung der Corona-Politik gefordert, auch als Lehre für künftige Pandemien. Luisa Stangl berichtet. Frohen Freedom Day zu Ostern. Die letzten bundesweiten Corona-Vorgaben im Infektionsschutzgesetz enden. Heißt konkret, keine Maskenpflicht mehr in Kliniken, Pflegeheimen und Arztpraxen. Aufatmen also vor allem für die Beschäftigten in den Gesundheitseinrichtungen, wie hier im oberbayerischen Kreiskrankenhaus Schrobenhausen. Das Ende der Maskenpflicht ist für uns alle wirklich ein Segen. Wenn Sie in allen Bereichen und vor allem auch bei schwerer Arbeit ständig eine FFP2-Maske tragen müssen, dann ist das einfach eine Riesenbelastung. Jetzt sind sogar die Masken gefallen. Was bleibt, sind umstrittene Maßnahmen. Vor allem Kinder und Jugendliche haben unter der Pandemie gelitten. Fast 1 Jahr waren die Schulen geschlossen. Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung fordert deshalb eine umfassende Aufarbeitung. Vor allem eines bewegt mich. Wir haben uns mit den langen, unnötigen Schulschließungen an unseren Kindern versündigt. Und tatsächlich, noch immer sind 73% der Minderjährigen durch Corona psychisch belastet. Das Land zwischenzeitlich im Ausnahmezustand. So darf in Bayern das Haus nur mit triftigem Grund verlassen werden.
Inzwischen hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden, die strenge Ausgangssperre war rechtswidrig. Für Gesundheitsminister Lauterbach steht dennoch fest, Deutschland sei gut durch die Pandemie gekommen. Dass der Gesundheitsminister sich nun mehrfach hinstellt und sagt, ja, rückblickend sind wir schlauer, dann ist das gelogen. Das grundlegende Problem war gewesen, dass die Politik kein systematisches Verfahren hatte, um sich unabhängig Wissen zu beschaffen. Besuchsverbot, Schulschließungen, Impfpflicht. Nach 3 Jahren Corona-Pandemie gibt es noch viel aufzuarbeiten. Die ehemalige Intendantin des RBB, Patricia Schlesinger, soll Urlaubsreisen nach San Francisco, Tokio und Tel Aviv dienstlich abgerechnet haben. Das berichtet der Business Insider. Zum Teil übernahm die öffentlich-rechtliche Anstalt RBB auch Kosten für Familienmitglieder, die Schlesinger begleitet haben. Laut vorliegenden Informationen soll sie während ihrer Amtszeit zwischen 2016 und 2022 mehr als ein halbes Dutzend Privatreisen dienstlich abgerechnet haben. Mittlerweile haben sich die Schadenersatzforderungen des RBB allein gegen die Ex-Intendantin auf einen 6-stelligen Betrag summiert. Im Angesicht großer Lücken im nächsten Bundeshaushalt stimmt Finanzminister Christian Lindner die Ampelkoalition auf Einschnitte ein. Die Politik muss wieder lernen, mit dem Geld auszukommen, das die Bürger erwirtschaften. Das sagte der FDP-Chef der Rheinischen Post. Über jede einzelne Ausgabe werde nun auf ihre Begründung und ihre Höhe hin beraten. Stand jetzt werde bis 2024 bei Einnahmen von 424 Milliarden Euro ein Defizit von 14 bis 18 Milliarden Euro geben. Diese Lücke müsse laut Lindner durch Verzicht erwirtschaftet werden. Ein in Italien tot aufgefundener Jogger ist von einem Bären tödlich verletzt worden. Das hat jetzt die Autopsie bestätigt. Der 26-Jährige war nach einem Trainingslauf in Trentino am Mittwochabend nicht mehr aus dem Wald zurückgekehrt. Nach einer stundenlangen Suche wurde seine Leiche gefunden. Es handelt sich um den ersten tödlichen Zwischenfall mit einem Bären in der Geschichte Italiens. Der Bär soll nun gesucht und dann abgeschossen werden. Passend zu Ostern möchte ich Ihnen noch Officer Percy vorstellen. Percy ist nicht nur ein Osterhase, sondern tatsächlich auch ein Polizist. In Kalifornien wurde er jetzt nämlich ganz offiziell zum Wohlfühl-Officer ernannt. Seine Aufgaben, na klar, durch die Polizeistation hoppeln, zwischendurch Karotten knabbern und ganz besonders wichtig, viel Liebe verbreiten. Um kriminelle Langfinger kümmert sich das Langohr aber weniger. Die Verbrecherjagd übernehmen dann doch seine Kolleginnen und Kollegen.